Herzlich willkommen in dieser Podcast-Folge. Ich sitze hier mit Jonas Alexander. Schön, dass du hier bist. Ja, schön hier zu sein. Erstmal, wie geht's dir? Ja, durchwachsen, sehr gut. Ja? Okay. Bevor wir mal genauer reinsteigen in alle Fragen, die ich vorbereitet habe an dich, Mm, erzähl doch selber mal kurz, wer bist du, was machst du, was ist deine Mission? mm. Also ich bin Jonas Alexander, ich komme aus dem Saarland, da bin ich aufgewachsen, aber ich bin die letzten 11 Jahre um die Welt gereist, ja, als digitaler Nomade und ja, helfe seit jeher Frauen, aber inzwischen auch seit einigen Jahren vermehrt Männern dabei, sagen wir mal, sehr komplizierte Beziehungs- und Liebesdynamiken zu meistern. Ja. Allermeistens geht es um Trennungen. Ja. Und die meisten Leute, die zu mir finden, bisher, ja, sind Leute, die einfach eine ganz prekäre, akute, sehr emotionale Situation haben. Und ich weiß, dass ungefähr hunderttausende Leute bei Facebook immer kommentieren mit, ja, wer will denn seinen Ex zurück? Ja, so von wegen irgendwie hier in Österreich und Bayern ist so das Sprichwort, nur Gulasch schmeckt aufgewärmt. Ja. Aber ja, so nachts um 2, heimlich still und leise, wenn es niemand sieht, dann ist halt doch das Thema, wegen dem die meisten Leute kommen. Mhm. Und ich habe da bestimmte Systeme und Strategien entwickelt. Ne? Ähm, Ich habe in meinem eigenen Leben mehrfach meine Beziehungen, die ich in den letzten 10, 11, 12, 13, 14, 15 Jahren hatte, immer wieder gerettet. Ja, oder Situationen, wo andere Leute sagen würden, okay, das es war entweder komplett aussichtslos oder sah komplett aussichtslos aus. Oder auch solche Fragen vielleicht gestellt haben, ja, warum bist du immer noch in der Beziehung drin und warum hältst du daran fest? Ja, ich wirklich die krassesten Situationen für mich gemeistert habe, ne? Und gesehen habe, was eben wirklich nicht nur in irgendwelchen grauen Theoriebüchern funktioniert oder in irgendwelchen E-Books oder Videokursen, was man so im Internet finden kann, sondern ich bin ein Mann der Praxis. Ich habe nicht studiert, ja, ich habe keine klassische Ausbildung gemacht, ja, sondern ich habe in einem sehr, sehr frühen Alter angefangen, mich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Bin dann sehr schnell dazu gekommen, NLP zu lernen, ja, Mhm. neurolinguistisches Programmieren, was letztendlich eine Form von Kurzzeittherapie ist. Hab Hypnose gelernt, ja, ich darf mich hier in Deutschland ausgebildeter Hypnotiseur nennen Mhm. und habe so als kleines Hobby hier und da bei Freunden auf Hochzeiten oder so irgendwie so ein bisschen Show- und Partyhypnose gemacht früher. Ja, ja und es hat sich einfach in den letzten 10, 11, 12 Jahren so entwickelt, äh, ja, dass die meisten Leute, die halt zu mir kommen und Fragen stellen, einfach gerade akute Trennungen durchlaufen. Ne? Oder ja, wo es einfach ungewiss ist man jetzt zusammen, ist man nicht mehr zusammen, was ist wirklich so der aktuelle Stand, ja? Oder wenn vielleicht noch eine zweite oder dritte Person im Spiel ist, ja, oder Kinder im Spiel sind, etc. pp. Und mich da halt Leute fragen, hey, was kann ich tun? Wirklich ganz konkret, ja, und ganz praktisch und nicht nur irgendwie theoretisch. Und ja, dafür habe ich Strategien entwickelt und einfach rausgefunden und gesehen, was in meinem Leben funktioniert hat. Mit deinen Freunden geholfen, so ganz klassisch. Ja, und bei denen gesehen, was funktioniert hat. Und ja, irgendwann haben dann Leute angefangen, dafür zu bezahlen. Und seit mehr als 11 Jahren ist genau was es mir ermöglicht, einen ziemlich coolen Lifestyle zu leben, um die Welt zu reisen. Ja, ich habe in Ländern gelebt wie so ganz klassisch als Backpacker in Australien, ja, mal irgendwie für 6 Monate mich auch komplett auszuklinken, wirklich in harten Jobs zu arbeiten, irgendwo in einem kleinen Örtchen, das hieß Port Hedland, oder heißt bis heute immer noch Port Hedland. Ja. Weiß nicht, ob du Australien kennst. Das ist Australien und das ist hier aus der Sicht des Zuschauers Westaustralien. Ja, ganz großes Bundesland und von dem 95% in Gesamtaustralien immer noch gar nicht erforscht ist. Ne? Aber da gibt es halt ganz viele Minen für Gold, für Silber, für bestimmte seltene Erden. Und wenn man da einfach hingeht und sagt, hey, ich bin Deutscher, ich bin bereit, schnell zu lernen und hart zu arbeiten, findet man in der Regel dort relativ schnell Jobs. Ja, das habe ich eine Zeit lang gemacht. Und mir von da aus, mit dem Geld, was ich da verdient habe, dann nach Asien gegangen oder nach Südostasien,
speziell nach Bali und nach Thailand, ja, weil da einfach die Lebenshaltungskosten ein bisschen niedriger sind und es einfach war, ein Startup aufzubauen. Und ja, dann angefangen, YouTube-Videos zu machen, ich glaube so 2013, 2014 so rum, am Strand in Bali. Ja. Und daraufhin kamen dann die ersten Fragen rein von Leuten, vor allen Dingen von Frauen. Dann habe ich angefangen, selbst E-Books zu schreiben und Videokurse zu entwickeln und habe lange, lange Zeit wirklich eigentlich fast ausschließlich davon gelebt, gar nicht irgendwie großartig High-Ticket-Coachings oder so zu machen, sondern eigentlich nichts anderes am Tag zu machen, außer neue Ideen zu haben, E-Books, Bücher zu schreiben, ein Taschenbuch, Mandelfrosten heißt das, Videokurse zu entwickeln und so ein bisschen irgendwie Facebook-Ads zu schalten. Ne? Habe mir darüber einen E-Mail-Verteiler aufgebaut von knapp 10.000 Leuten. Ja? Obwohl zwischenzeitlich, ich glaube, über die Jahre verteilt so waren es bestimmt locker um die 30.000 bis 40.000. Ja, aber Leute tragen sich auch wieder aus, etc. pp. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich hatte lange Zeit eigentlich gar keinen so großen Bock drauf, irgendwie Coachings zu machen. Ja, wenn Leute mir früher Fragen geschrieben haben, so, kannst du mir helfen? Habe ich denen einfach gesagt, yo, hier ist der Link zu meinem Buch, kauf dir das für 10 Euro. Aber dann irgendwann haben sich die Facebook- und Instagram-Algorithmen einfach so geändert oder es sind ganz, ganz viele Leute, haben halt auch angefangen, E-Books und Videokurse zu vermarkten, sodass es dann irgendwann nicht mehr profitabel war, nur Videokurse zu machen. Und dann ist so ein Hype entstanden um High-Ticket-Coachings und dann habe ich irgendwie das ausprobiert, angefangen, gestartet und sehr viel Spaß daran entwickelt, dann doch. So ein bisschen auch meine Schüchternheit, ehrlich gesagt, verloren, ja, überhaupt mit Leuten zu sprechen und mehr rauszugehen. Habe seither, das war so 2018 roundabout, locker mit 2.000, 3.000 Frauen und inzwischen auch Männern aus dem gesamten deutschsprachigen Raum gesprochen. Er hat zumindest mal Erstgespräche gemacht, alle, zu großen Teilen alle selbst. Ja, also ich habe einen sehr krassen Einblick darin, was in diesem Land oder was im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren so los war oder auch vielleicht immer noch ist teilweise. Ne? Und ähm, ja, inzwischen macht es mir eigentlich fast mehr Spaß, Retreats zu machen, ne? Und ein bisschen mit besseren und stärkeren Intentionen zu reisen. Nicht nur einfach zu sagen, hey, ich habe Bock drauf, nach Thailand zu fliegen, sondern halt zu sagen, okay, ich habe Bock drauf, vielleicht einen kleinen Workshop zu machen für ein paar Tage, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Tage. Irgendwo, wo es geil ist, irgendwo, wo es schön ist. Ja, und Coachings eigentlich mehr so nebenbei, was heißt nebenbei zu machen? Also ich habe lieber heutzutage vielleicht eine kleine Handvoll Leute, die ich persönlich betreue, damit ich mich um die auch wirklich kümmern kann. Weil weißt du, ich weiß, wie es ist, wenn ich 20, 30, 40 Leute gleichzeitig irgendwie im Einzelcoaching habe. Ja, das ist mehr als eine 40-Stunden-Woche, allein was die Einzelgespräche angeht, plus das, was die meisten halt brauchen und wollen und das, war eigentlich, was eigentlich so die meiste Arbeit ist WhatsApp-Support. Ne? Mhm. Also die meisten Leute schicken mir einfach ganz, ganz oft einfach Screenshots von ihren aktuellen WhatsApp-Nachrichten oder von dem, was aktuell los ist und bezahlen mich eigentlich letztendlich dann dafür, dass ich dann die Situation super schnell analysiere und meine Interpretation gebe und sie vielleicht erstmal ein bisschen beruhige, ja, weil speziell Frauen schieben extrem schnell extrem viel Panik oder also ich muss echt sagen, also Frauen haben wirklich, oder es gibt sehr, sehr viele Frauen, die wirklich ein Faible dafür haben, gefühlt, zumindest für mich, ja, weil ich krieg das halt täglich gespiegelt, von morgens bis abends nichts anderes zu machen, außer irgendwie drüber nachzudenken, oh, wann schreibt er zurück oder wie kann ich das jetzt interpretieren, was er gesagt hat und liebt er mich wirklich, mag er mich wirklich und was kann ich als nächstes tun oder was ist jetzt die richtige Strategie in dem Moment. Und ja, das ist wer ich bin, was ich mache, zu großen Teilen. Ja. Mhm. Und ich freue mich hier zu sein, Ja. da vielleicht ein bisschen mehr Einblicke zu geben und Mhm. ja, sehr viel Spaß hier mit euch zu haben. Ja, Ne? super. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Also jetzt sind mir noch ganz viele andere Fragen wieder eingefallen. Du hast schon sehr viel erzählt und auch eine lange Zeit das jetzt bereits gemacht. Das wäre jetzt die Frage gewesen, wann war dann so der Zeitpunkt, wo es dann immer mehr das Thema
Liebeskummer oder Trennung dann sich rauskristallisiert hat, war das dann der Grund, weil du dann sehr viele Anfragen in dem Bereich von Frauen hattest? Und wie bist du damit umgegangen? Welche Lösungen hast du jetzt inzwischen geschaffen? Und sind dann, du hast es angesprochen, am liebsten machst du Retreats. Sind das die Lösungen? Ist das die Lösung für solche Probleme? Oder wie ist das dazu zustande gekommen, dass es sich in die Richtung Ja. entwickelt hat? Also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe von diesem ganzen Ex-Zurück-Thema ehrlich gesagt lange Zeit eigentlich auch nichts wirklich gehalten und das Thema eher vermieden und eher Fokus drauf gelegt, hey, Fragen zu beantworten, so aller, hey, er antwortet nicht mehr oder sie antwortet nicht mehr, was kann ich tun und was kann ich jetzt wirklich ad hoc oder sofort machen? Ja, und das ist wirklich die am häufigsten gestellteste Frage, auch bis heute immer noch. Ja, und die habe ich gefunden damals, weil Bibis Beauty Palace, die hatten bei Facebook so ein Gewinnspiel, glaube ich, gemacht, wo sie gesagt haben, hey, schickt uns eure häufigsten Fragen rein oder eure besten Fragen und die Frage mit den meisten Likes nach oben gewinnt. Und tatsächlich war die Frage, die die meisten Likes bekommen hat, ich glaube damals, das war so 2015 oder 2016, die hatte so 20 oder 30.000 Likes, war die Frage, was kann ich tun, wenn er meine letzte WhatsApp-Nachricht gelesen hat, in Klammern zwei blaue Häkchen, aber dann offline geht und nicht mehr antwortet. Ja. Und das ist bis heute immer noch auch meine klickstärkste Headline auf allen Plattformen. Und dafür habe ich lange Zeit eben gute Lösungen gefunden, die ich in meinem Taschenbuch Mannenpfosten geschrieben habe oder niedergeschrieben habe. Und damals dann auch so ein E-Book hatte, das hieß das große WhatsApp-Regelwerk. Leider ist es ein Titel, den Facebook nicht ganz so mag, wegen Copyrights und so. Oder Markenrechten. Ja, und 2017 war es dann aber einfach so, dass halt in meinem E-Mail-Support permanent immer wieder Fragen halt auch zum Thema Ex zurück reinkamen. Und dann konnte ich halt einfach nicht anders, ja, als zu sagen, okay, ich gebe mich geschlagen, ähm, äh, ich mache euch doch einen Videokurs dazu. Mhm. Ja, weil es gibt halt, wenn es um Ex zurückgeht, im Prinzip so einen klassischen Weg. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es gibt es gibt prinzipiell zwei Wege, die funktionieren. Ja, können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf eingehen, was so meine neuesten Erkenntnisse sind. Ähm, also das ist mal so das eine Thema. Und ich sehe heute, ehrlich gesagt, so das Thema Ex zurück. Es macht mir immer noch Spaß. Ne? Und ich gehe das Ganze wirklich extrem individuell an. Ja, also natürlich ist es so, es gibt bestimmte Mechanismen und es gibt einen bestimmten klassischen Ex-Zurück-Weg, der sehr gut, sehr oft funktioniert. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich dann doch am Ende des Tages jede Situation ähm, sehr unterschiedlich und aus meiner Erfahrung braucht es in vielen Situationen eben doch individuelle Hilfe, ja, dass man eben wirklich ganz genau schaut, okay, was ist eigentlich genau vorgefallen, ja, geht es eigentlich wirklich um eine Trennung oder ist die Beziehung vielleicht nicht doch noch intakt, ja, und ist es da jetzt wirklich so sinnvoll, dem Partner gleich sofort Lebewohl zu sagen, ja, was so der klassische Ex-Rückweg ist, bestehend aus einer Abschiedsnachricht, die man schreibt und dann erstmal vielleicht 2, 3, 4 Wochen Kontaktpause oder Kontaktsperre, ja, dass man einfach mal die andere Person für eine Zeit in Ruhe lässt. Weil es ist halt ehrlich gesagt doch des Öfteren so, dass sich bestimmte Situationen auch viel einfacher lösen lassen. Ne? Und dass das einfach so oft stattfindet und passiert, dass Partner einfach komplett aneinander vorbei kommunizieren. Ja, man sagt ja auch so, Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus, so eine Art. Äh, so dass gerade speziell bei Frauen, die einfach Schwierigkeiten damit haben, uns Männer besser zu verstehen oder uns Männer zu verstehen, es manchmal einfach helfen kann, denen so ein bisschen Einblick in unser Männergehirn zu geben und sich dann manchmal Situationen auch lösen lassen, ohne diesen Weg mit dem kalten Entzug zu gehen. Ne? Mhm. Wobei ich ganz ehrlich gesagt sage, es gibt natürlich auch und vor allen Dingen solche Fälle, wo, ja, wo bestimmte Leute halt einfach so dermaßen übermäßig emotional co-abhängig sind von ihrem Partner, dass es eigentlich fast schon wie eine richtig krasse Drogensucht ist. Ne? Und gerade speziell in solchen Situationen macht es natürlich Sinn, oder ist natürlich die beste Medizin, kalten Entzug zu machen. Mhm. Ne? Ja, und ich sehe heute halt das Thema echt zurück.
oder ich glaube, dass das Thema Ex zurück für die meisten Leute einfach wie eine Art Wake-up-Call ist oder wie eine Art Weckruf. Ja, einfach mal generell so ein bisschen zu hinterfragen, hat das vielleicht Gründe gehabt, warum mein Partner mich gerade nicht mehr will? Ja, kann zum Beispiel sein, dass ich mich irgendwie in der Beziehung verloren habe oder dass ich ganz, ganz viele Dinge, die ich eigentlich vorhatte zu tun, für meinen Partner irgendwelche Kompromisse eingegangen bin oder die dann doch nicht gemacht habe oder Sachen unter den Teppich gekehrt habe. Ne? Und das ist ehrlich gesagt das, was mir auch heute eigentlich fast noch mehr Spaß macht, als jetzt nur so dieses klassische Ex-Zurück-Thema. Ja, also verstehe mich bitte richtig, Ex-Zurück macht Spaß. Ne? Aber es macht halt noch ein kleines bisschen mehr Spaß, halt wirklich zu gucken, hey, was ist eigentlich das Thema dahinter? Ja, warum ist die Anziehung verloren gegangen? Ja, und was sind da für Themen, sei es an emotionalen Themen oder an verloren und vergessen gegangenen Träumen und an einfach liegen gebliebenem Potenzial da, was irgendwo unter den Teppich gekehrt wurde oder was einfach nicht mehr wirklich präsent ist und oder inwiefern hat sich diejenige Person tatsächlich eben einfach komplett anders entwickelt und es ist vielleicht auch im positiven Sinne zu einer komplett anderen Person geworden, als das, wer oder wie sie am Anfang der Beziehung war, als der Partner oder die Partnerin sich in ihn oder sie verliebt hat. Ne? Weil das ist halt das, was ganz, ganz oft passiert. Dass einer in der Beziehung entwickelt sich irgendwie oder macht einen ganz krassen Sprung, sei es spirituell oder irgendwie in der Persönlichkeitsentwicklung, und die andere Person kommt einfach nicht im gleichen Tempo hinterher. Ne? Und dann ist halt so die Frage, okay, wie viel Liebe ist wirklich da oder ist doch immer noch da? Ne? Und worum geht es eigentlich wirklich und was willst du eigentlich wirklich? Ne? Ähm, ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass viele Personen, die in dieser Situation sind, Mhm. diese Herausforderung gerade haben, dass sie einfach mit dem besten Freund oder der besten Freundin halt sprechen. Mhm. Und die sind ja ganz oft dann ein bisschen so aus der gleichen Seite und sehen das Problem fast gleichartig Mhm. und können es nicht gemeinsam lösen. Und deswegen ist es halt sinnvoll, da vielleicht auch professionelle Hilfe zu haben. Meine Frage wäre an der Stelle, gibt doch bestimmt ganz viele Coaches, die bei Liebes oder in die Richtung helfen. Was ist dein spezieller Ansatz? Also, ich habe es ja schon ein bisschen rausgehört. Es ist jetzt nicht nur, okay, du willst das Problem gelöst haben, wir lösen es jetzt so, wie du es willst, sondern du machst dann tatsächlich sehr viel Persönlichkeitsarbeit und schaust, hey, wo hat es denn überhaupt dran gelegen? Ja. Und wie kann man denn dafür sorgen, dass dieses Problem auch wirklich von deiner Seite aus gelöst wird? Und dann gleichzeitig herauszufinden, wiefern es Sinn macht und welche Methoden man wählt. Du hast gesagt, es gibt 2 Methoden, eventuell dann auch den Ex zurückzugewinnen oder die Ex. Erzähl mal dazu. Wie ist dein Ansatz? Was ist so dein USP? Ja. Okay, viele Fragen auf einmal. Fangen wir mal vorne an. Ähm, also es stimmt absolut. Naja, dass die meisten fragen einfach gute Freunde um Rat. Ja? Oder haben vielleicht irgendwie als Frau einen besten Freund oder als Mann irgendwie eine beste Freundin oder irgendwelche Verwandten und Eltern. Ich höre es ehrlich gesagt ganz, ganz oft, dass vor allen Dingen dadurch auch Probleme in der Beziehung entstehen, weil zum Beispiel die Eltern den Partner nicht mögen oder die Partnerin nicht mögen. Ne? Also das ist ganz oft auch ein Problem. Und die meisten Freunde, ja, die können meistens nicht wirklich nachvollziehen, wie es dir wirklich geht. Ne? Ähm, äh, Die hören meistens ganz, ganz oft nur dein Wehleiden, ne? Und wie schrecklich alles ist. Und die sagen dann ganz oft, ja, schieß ihn in den Wind oder in den Ofen oder was hältst du noch an der Beziehung fest? Aber die können halt einfach nicht nachvollziehen, wie oder warum man selbst in der Beziehung halt doch noch irgendeinen Wert sieht. Ne? Und gerade speziell natürlich bei besten Freunden weiß man halt nie oder kann man halt nie sicher sein, okay, hat die Person wirklich mein Bestes für diese Beziehung in der Absicht? Ja? Oder könnte es vielleicht sein, dass der beste Freund irgendwie oder die beste Freundin vielleicht heimlich verliebt ist? Ne? Und Kommt das auch vor? kam schon vorher. Und genau deswegen kommen dann eben Leute zu mir, weil sie halt sagen, hey, ich brauche jemanden, der einfach wirklich eine neutrale Sicht hat und der da nicht irgendwie emotional involviert ist und der
mir nicht einfach nur allem zustimmt und Honig ums Maul schmiert und zu allem Ja sagt, ja, sondern ich brauche jemanden, der mir auch Kontra gibt, ja, um mal die Frage zu beantworten. Und im Vergleich zu anderen Coaches muss ich erstmal sagen, ich kenne gar nicht so viele andere Coaches mehr persönlich, weil der Markt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren wirklich echt geflutet wurde, gefühlt, so irgendwie gerade speziell zum Thema Ex zurück. Ja, und irgendwie fast jeder Hinz und Kunz irgendwie inzwischen was zu dem Thema macht. So die Kernpersönlichkeiten, die den Markt wirklich dominieren, die kenne ich tatsächlich persönlich, ja, ohne da jetzt Namen nennen zu wollen. Und ich kriege natürlich auch in Erstgesprächen oder auch in Coachings immer wieder zu hören, was halt in anderen Coachings so gemacht wird. Ja, und da muss ich mir wirklich teilweise echt an den Kopf fassen. Ja, weil das Problem bei den meisten anderen Coachings ist halt, dass um diese Art von Geschäft oder von Unternehmen und Business zu skalieren, braucht man halt irgendwann Assistenztrainer. Ja? Mhm. So, und diese Assistenztrainer, die sind halt aber niemals so gut wie der eigentliche Hauptcoach. Ja? Und ich krieg's halt so oft zu hören von Leuten, die dann irgendwie nur maximal irgendwie so ein paar Gespräche mit irgendwelchen Assistenten bekommen und dann total enttäuscht sind oder die Assistenten auch nicht besser sind als ChatGPT. Ne? Äh, und ja, und oder einfach oder viel zu krass mit Standardlösungen gearbeitet wird. Ja, und viel zu wenig wirklich individuell auf die Situation eingegangen wird. Ja, das ist da eigentlich so aus meiner Sicht das Hauptproblem. Und ich bin halt jemand, ich kümmere mich wirklich um jeden Einzelnen persönlich. Ja, jede Situation ist immer individuell und man muss wirklich immer ganz genau schauen, okay, was ist die genaue Situation, was ist wirklich los, ist es wirklich so dramatisch, wie man es selbst irgendwie gerade einschätzt oder nicht? Ja, oder ist die Lösung vielleicht viel einfacher als den großen Kopf, den sich die meisten irgendwie machen? Ja, ja und Pi mal Daumen gibt's eben speziell, wenn es ums Thema Ex zurück und auch Beziehung retten geht, prinzipiell zwei verschiedene Wege. Ja. Der eine Weg ist so das, was ich den klassischen Ex-Zurück-Weg nenne, der eben daraus oder darin besteht, dass man erstmal eine sogenannte Abschiedsnachricht schreibt. Ja, die lautet in etwa so viel wie hey, Vorname, vielen Dank nochmal für die schöne Zeit, die wir hatten. Ich werde mich immer gerne dran zurückerinnern, bla 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 bla. Und wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute. So eine Art, grob zusammengefasst. Er muss natürlich wirklich auch auf die Situation passen. Ja? Und dass man dann eben, je nachdem, was für eine Antwort kommt, daran kann man dann auch schon viel ablesen. Und dass man dann aber eben wirklich erstmal mindestens 3 Wochen den Ball flach hält und wirklich auf kalten Entzug geht und dann genau diese 3 Wochen dafür nutzt, die Beziehung zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren, sein Selbstwertgefühl wieder neu aufzubauen, ja, sich selbst wiederzufinden, sich neue Ziele zu setzen, vielleicht das ein oder andere neue Buch zu lesen oder Dokumentationen anschauen, wieder mehr raus ins Leben zu gehen und wirklich eben das zu machen, was 99% der meisten total schwer fällt, nämlich loszulassen und eben wirklich raus aus dieser emotionalen Co-Abhängigkeit zu kommen. Was speziell dann schwierig ist oder dann nochmal schwieriger wird, wenn man ein Coaching bucht, ja, weil dann hat man Geld dafür bezahlt und dann will man den Ex ja auch zurück oder die Ex. Und nichtsdestotrotz ist das eigentlich für die meisten so das Allerwichtigste, raus aus einem Opfer-Mindset zu kommen. Ja, nicht ständig irgendwie nur zu heulen und zu wehklagen, sondern wieder ein positives Mindset zu entwickeln, raus ins Leben zu gehen, raus unter Leute zu gehen, sich vielleicht nochmal tatsächlich hier und da Bestätigung für seinen Selbstwert oder für seinen Wert geben. Ja, und dann eben nach einiger Zeit zu gucken, okay, wenn ich ihn oder sie jetzt kontaktiere, was passiert, ja, oder wie hat sich die Situation bei ihm oder bei ihr entwickelt und kann man sich nicht vielleicht doch nochmal irgendwie friedlich miteinander zusammensetzen und treffen und das ein oder andere Date miteinander haben und ja, so diese ursprünglichen Verliebtheitsgefühle wieder wecken, die man hatte, als man sich ganz am Anfang eben neu kennengelernt hat. Ne? Und da gibt es natürlich auch ein paar Tricks, wie man erstens den Kontakt wiederherstellen kann, möglichst so, dass man nicht gleich eine Abfuhr bekommt. Ja, zweitens, wie man, wenn der Kontakt dann wieder läuft, das nächste, das miteinander vereinbart, was
ich ganz gerne in meiner Geheimsprache das Z nenne. Ja, Z steht für den Buchstaben Z und für ZED. Ja, das zweite erste Date nach der Kontaktsperre. Und dann gibt es natürlich bei diesem Z wiederum bestimmte Mechanismen und bestimmte Strategien, die man fahren kann, die dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit einfach wirklich extrem groß ist, dass es eben wirklich klappt, dass man wieder zusammenkommt. Ja? Und in der Regel passiert das dann aber nicht bei diesem Z, sondern es sollte eigentlich im optimalsten Fall so laufen, dass dieses Z extrem gut läuft und man einfach sich darauf fokussiert, erstens nicht den Fehler zu machen, den die meisten machen, nämlich viel zu schnell und viel zu krass wieder einen Fokus drauf zu setzen und dem Partner oder Partnerin die Frage zu stellen, wie, ja, was ist das jetzt mit uns? Was wird das jetzt? Und so weiter und so fort. Ja, also das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Aber viel, viel wichtiger, dass man einfach einen Fokus drauf lenkt, einfach eine schöne Zeit gemeinsam zu haben. Ja, und den Spieß gezielt und gekonnt umdreht. Ja, und dass man aufhört, dem Partner hinterherzulaufen und zu betteln und zu klammern. Ja, so ein paar der weiteren größten und häufigsten Fehler, die die meisten in solchen Situationen machen, mir inklusive. Ja, also ich weiß, wie es ist, in so einer Situation zu sein. Und ich bin auch so, dass ich erstmal halt klammere oder früher halt erstmal geklammert habe und gekämpft habe. Ja, was meistens zum exakten Gegenteil dessen führt, was man eigentlich haben möchte. Ja, weil wenn die andere Person im Widerstand ist und du selbst versuchst dann gegen diesen Widerstand zu kämpfen, was passiert dann richtig? Der Widerstand wird noch größer. Ja? Wohingegen das, was halt in solchen Situationen wirklich funktioniert, ist, diesen Widerstand halt komplett rauszunehmen. Ja? Und erstmal dem, was die andere Person glaubt oder behauptet, was er gerade will, erstmal dem zuzustimmen. Und dann im zweiten Schritt ihn oder sie mit seiner eigenen Medizin zu füttern und ihm oder ihr halt zu zeigen, was es halt bedeutet, wenn er oder sie glaubt, dass genau das jetzt gerade das Richtige ist. Ja. Das ist wirklich spannend. Also, du hilfst ja Leuten wirklich, da wieder das Ganze wieder aufzunehmen. Also erstmal die richtigen Maßnahmen zu treffen, wo die meisten schon scheitern, weil sie da schon die ganzen Fehler machen, dass es gar nicht so weit kommt zu einem zweiten Date und dann auch wirklich das erfolgreich weiter umzusetzen, dass es wirklich funktionieren kann. Was ist denn, weil das wäre jetzt der Optimalfall, die Beziehung macht weiter Sinn, die Person musste nur oder sie musste erst an sich selbst arbeiten, um wieder das Ganze möglich zu machen, überhaupt eine Beziehung. Aber was ist denn, bevor es zu einem Z kommt, so der häufigste Fehler, den Frauen oder Männer immer machen, weswegen es überhaupt dazu gekommen ist, dass die Beziehung kaputt gegangen ist oder weswegen sie es nicht schaffen, die Beziehung wieder aufleben zu lassen? Was ist so oder vielleicht auch ein Fehler, der das komplett unmöglich macht? Gibt es irgendwie einen Fehler, wo du sagst, boah, wenn du das machst, dann macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, wo Leute wirklich aufpassen müssen? Also man sollte halt sehr, sehr vorsichtig damit sein, all den ganzen Frust, der sich in der Beziehung angestaut hat und all der ganze Ärger und all das, was man seinem Partner oder seiner Partnerin am liebsten irgendwie vorwerfen wollen würde, genau das dann rauszulassen, wenn der Partner Schluss macht. Ja, oder genau das quasi als Strategie zu verwenden. Ja? Und glaub mir, es gibt ganz, ganz viele Leute, die halt wirklich glauben, dass sie nur dieses klärende Gespräch brauchen, ja, wo sie dann all die Dinge, all die ganzen Streitereien, die sich 10.000-fach wiederholt haben in der Beziehung, nochmal ansprechen können, nochmal hochholen können, um das dann endlich auf der logischen Ebene zu klären. Ja? Aber Verführung und Beziehung und sich zu verlieben oder sich auch wieder neu zu verlieben, das funktioniert halt nicht auf der logischen Ebene. Ja, das läuft halt komplett unterbewusst und emotional ab. Ja, und das muss man halt einfach verstehen. Und es ist so krass. Ich habe einige Coaching-Klienten oder einige Leute im Coaching, denen sage ich sowas 3, 4, 5 Mal und die verstehen es immer noch nicht. Die sagen dann immer noch, ja, wann führe ich jetzt endlich mit ihm dieses klärende Gespräch, wo ich ihm endlich beweisen und ihm endlich zeigen kann, dass ich mich geändert habe. Ja.
Ja, Veränderung ist was, was man wahrnimmt, was man spürt, wenn man es wirklich getan hat, wenn man es wirklich vollzogen hat. Ja, aber nichts, was man irgendwie auf einer logischen Ebene in einem klärenden Gespräch irgendwie demonstriert oder was man, wo man dem Partner einfach oder der Partnerin einfach logisch sagt, hey, ja, schau, hier bin ich habe mich geändert, ich habe mich genauso angepasst, wie du es immer wolltest, lieb mich bitte. Ne? Weil genau das ist meistens genau das Gegenteil von dem, was die Person vielleicht sogar wollte. Außer, also das ist ja Anbiederung pur. Ja, das ist ja Phishing for Compliments und ja, eine Sucht nach Liebe und Bestätigung von dem Menschen, den man liebt. Also natürlich, ich kann das nachvollziehen, aber das ist halt nichts, was in der Realität funktioniert. Ne? Sondern es ist viel wichtiger, sich selbst wirklich zu finden oder Klarheit, eine gewisse Klarheit und Schärfe für sich selbst zu finden. Ja, sich selbst vielleicht auch einfach mal wirklich so ein bisschen zu hinterfragen. Ja, sich über seine Werte noch mal klar werden oder überhaupt vielleicht mal klar werden, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Zum Beispiel solche Sachen wie Freiheit, Loyalität, Treue, Vertrauen etc. pp. Ne? Und dann mit dieser neuen Klarheit in die Kommunikation oder in das Set oder in die Dates reinzugehen und wirklich zu seinen eigenen Werten auch zu stehen. Ja, und den Spieß eben so umdrehen, dass nicht mehr du diejenige Person bist, die ihm hinterherläuft oder die ihr hinterherläuft, sondern es eben hinzubekommen, dass sich der Spieß eben umdreht und die andere Person plötzlich wieder neugierig wird und sie oder er derjenige ist, der wieder das Jagen beginnt. Ne? Wann ist denn bei deinem Coaching so der Moment, wo man ansetzen sollte, spätestens oder auch frühestens, bevor man dann wirklich Fehler macht, die man hätte lieber nicht machen sollen, wo es dann nochmal schwerer wird, das Ganze wieder zu geben in den eigentlichen, wo es sein sollte, die Beziehung. Ähm, Ist es dann, wenn man merkt, oh, mein Partner liebt mich nicht mehr und ich mache, glaube ich, irgendwas falsch? Oder ist es eigentlich immer der Zeitpunkt, wo die Beziehung auseinandergegangen ist und man aber eigentlich gerne die Beziehung weiterführen will? Wann sind so die Zeitpunkte, wo bei dir auch die Coaching-Teilnehmer immer zu dir kommen? Also manchmal kommen Leute wirklich auch präventiv, wenn sie merken, hey, oh, da ist irgendwas am Brodeln in der Beziehung. Und dann interessanterweise so ein, zwei Wochen später ist es dann wirklich aus. Ähm, Natürlich ist es am besten, je akuter und je frischer die Situation ist. Ja, weil dann lässt sich vielleicht noch was machen. Und ganz viele Leute machen halt den Fehler, ja, buchen sich irgendwie ein kostenloses Erstgespräch oder sowas. Oder denken drüber nach, ein Coaching zu machen, aber haben dann doch irgendwie Zweifel oder ja, bla, dies, das, jenes. Naja, nee, ich krieg das doch auch alleine hin. Ja. Und dann passiert aber irgendwas, ja, irgendwas Unerwartetes. Und oder im schlimmsten Fall, wenn diejenige Person halt nicht lernt und weiter die gleichen Fehler macht, die sie vorher gemacht hat. Im schlimmsten Fall wird er oder sie dann blockiert. Und das macht's halt schwierig. Ich sag nicht unmöglich. Ja, also ich hatte jetzt gerade ganz akut einen Fall auch von einem Mädel, die hier eigentlich fast um die Ecke kommt. Ich meine aber ein bisschen mehr Richtung München. Bei der war es wirklich so scheinbar aussichtslos, dass selbst ich ihr gesagt habe, hey, also ich kann dir wirklich nichts garantieren. Ja, also er hat dich auf allen Kanälen blockiert. Es sind wirklich auch ein paar krasse Sachen vorgefallen von ihrer Seite. Ja, ich will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber ich kann ihn auch nachvollziehen, warum er sie verlassen hat oder warum er sie nicht mehr wollte. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe sie aufgenommen ins Coaching und es hat dann ein bisschen gedauert, aber die hat wirklich eine ganz, ganz krasse Disziplin an den Tag gelegt. Ja, und hat es dann jetzt in den letzten ein, 2, 3 Wochen geschafft. Ja, in dem Fall dann halt über eine neue Nummer, die sie sich besorgt hat. Ja, ihm dann nochmal zu schreiben. Das war Ende April, Anfang Mai. Von da aus hat es dann nochmal so ein paar Wochen gedauert und dann war es so, dass er tatsächlich irgendwie noch so ein Lattenrost oder so ein Bettgestell oder so irgendwie bei ihr hat und das abholen musste. Und dann sind auch bei ihr noch ein paar Sachen passiert. Und da konnte sie ihn dann gezielt auch ein bisschen auf Abstand halten und ihm sagen, hey, nee, das muss jetzt nicht sofort gemacht werden. Ja, vielleicht übernächste Woche oder so. Ne? Ja, und dann kam er vorbei.
Und ich will jetzt nicht sagen, die beiden sind wieder zusammen, aber es läuft auf jeden Fall wieder was zwischen denen. Und also das war wirklich echt mal eine Situation, wo ich selbst gedacht habe, okay, das ist nahezu unmöglich. Ja, aber ich liebe inzwischen genau solche Fälle, wo ganz, ganz viele Leute sagen, ja, es ist komplett aussichtslos, auf allen Kanälen komplett blockiert. Er hat selbst ihren Freundinnen gesagt, nee, die sollen mich komplett in Ruhe lassen, ich will den nicht mehr, ich hasse diese Frau. Ja, und dann ein paar Wochen später mit ein bisschen Strategie und ein bisschen Disziplin und den richtigen Nachrichten dann in den richtigen Momenten sind die beiden jetzt fast wieder zusammen. Ne? Krass. Du musst ja natürlich jetzt nicht, du willst ja wahrscheinlich da auch nicht drüber erzählen, Mhm. aber was war so eine Sache, wo du gesagt hast, okay, da kannst du den Ex verstehen, dass er Oh, eigentlich blockieren wollte? Sag zumindest eine Sache, weil das schon sehr, sehr neugierig macht. okay, wir halten den Fall wirklich komplett anonym, deswegen kann ich Ja, es genau. vielleicht doch verraten. Sie hat, also die Frau ist so verrückt, die hat ihm die Reifen durchgestochen. Also genauso, wie man sich wie so ein Taylor Swift-Video vorstellt. So eine Art, ja. Ja, crazy. Ja. Und wenn man jetzt bei der Sache war, wieso hat sie es gemacht? Also was hat der Ex davor gemacht? In ihrer konkreten Situation war es so, dass sie halt noch Kontakt zu anderen Ex-Freunden aufrechterhalten hat. Und das hat sie ihm irgendwann gesagt und der war halt total eifersüchtig und ist gar nicht drauf klargekommen und ja, hat sich dann getrennt. Ja, und das hat sie dann überhaupt nicht verstanden, ist komplett durchgedreht und hat ihm dann die Reifen abgestochen. Ah, okay, jetzt verstehe ich auch, was. Ja, also ja, gut. Da merkt man, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Ja. die Person dann selber oft an sich arbeiten muss Mhm. Oh und ja. das die Ja, Lösung und die sein Frau ist kann. heute viel ruhiger geworden, die hat sich viel besser im Griff, die hat wirklich gelernt, Disziplin an den Tag zu legen. Ähm, ja, also das ist eine, auf die bin ich wirklich stolz. Ja. Oder bin ich auch stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, bei der echt innerhalb von 2 oder 3 Monaten. Das war auch so eine, die hat wirklich, und ich weiß, sowas ist, ja, kann man sowas erzählen, aber die hat wirklich die hat sich Geld geliehen, ne? Irgendwie ihr Onkel hat ihr das Geld fürs Coaching gegeben, ne? Weil die wirklich so dermaßen verzweifelt war. Aber die hat das Coaching dafür auch wirklich richtig krass wertgeschätzt. Mhm. Und ja, ich bin selbst halt erstaunt immer wieder von solchen heftigen oder krassen Fällen. Ne? Ja. Und manchmal kann es aber auch super einfach sein. Ja? Also ich bin wirklich prinzipiell immer offen für jeden, ja? Egal wie aussichtslos die Situation irgendwie auszusehen scheint oder egal auch, was der gesellschaftliche Stand ist, ja? Um mal wirklich ein krasses Gegenbeispiel zu bringen. Ich hatte vor mehr als 5 oder 6 Jahren die Ex-Chefbuchhalterin von einem der 3 größten Versicherungskonzerne aus der Schweiz bei mir im Coaching. Ne? Top-Frau, die sich halt 30 Jahre ihres Lebens halt nahezu zu 100% nur auf ihre Karriere fokussiert hat und die das Thema Männer halt nahezu komplett außer Acht gelassen hat. Ne? So, diese Frau, die hat dann im Alter von 55 Jahren einen Unfall beim Reiten gehabt. Ne? Und bei einem guten Versicherungskonzern, gut versichert, lebt seither von ihrer Betriebsunfähigkeitsrente und Pension und hast nicht gesehen und macht sich ein schönes Leben auf einer sehr beliebten und sehr bekannten Insel in Südeuropa. Und das war tatsächlich damals die erste, die mir 6.000 € dafür bezahlt hat, dass ich eine Woche lang zu ihr auf die Insel geflogen bin und ja, und dann sie da eine Woche lang gecoacht habe. Ich bin ein bisschen vorsichtig damit, was ich sage. Um auch ihre Identität zu wahren. Ja? Also krasse Frau, die auch in einem hohen Alter immer noch voller Elan ist, teilweise irgendwie so hobbymäßig als Privatdetektivin gearbeitet hat. Und deren Situation war so, eigentlich auch fast ein bisschen aussichtslos. Ja, sie ist Schweizerin und die hatte damals was mit einem Deutschen. Und weißt du, sie hat halt einen krassen Status. Und der Deutsche, der war auch selbstständig, aber halt mehr so Handwerker. Mhm. Ne? Und als wir das Coaching gestartet haben, hatten die beiden, ich glaube, war zu dem Zeitpunkt fast, ich glaube, 3 Monate keinen Kontakt mehr. Mhm. Ne?
Und es hat vor allen Dingen so der gegenseitige Respekt gefehlt. Was sich so ausgedrückt hat, dass zum Beispiel sie hat bei ihm angerufen und er hat dann sofort irgendwelche Ausreden gefunden, warum er jetzt gerade nicht sprechen kann. Ne? Und nur damit dann 5 Minuten später ihre beste Freundin bei ihm angerufen hat und mit der konnte er dann ohne Probleme eine halbe Stunde reden. Ja, bis die ihn dann gefragt hat, hey, übrigens, meine Freundin hier sitzt neben mir, warum kannst du mit mir eine halbe Stunde sprechen und mit der nicht? Ja, wo er dann auch erstmal baff war. Ja. So, und bei ihr haben wir zwar auch am Anfang quasi ganz klassisch eine Abschiedsnachricht geschrieben und dann ein bisschen Zeit vergehen lassen und dann bin ich zu ihr auf die Insel gekommen und die hat mir irgendwie ganz schick so ein kleines Bungalow neben sich gemietet. Mega Blick aufs Meer und wir waren dann gemeinsam am Ballermann und ich habe ihr jeden Tag Sachen beigebracht und ähm, und ich bin dann selbst so ein bisschen Privatdetektiv geworden. Und sie hat mich in ihr Bungalow reingelassen. Und ich habe dann so ein bisschen ihre Schränke und Schubladen durchstöbert. Und habe dann in irgendeiner Schublade so ein Kartenspiel gefunden, was noch komplett original verpackt war, wo es irgendwie drum ging, Spanisch zu lernen. Ne? Und dann einfach aus Eigeninteresse für mich selbst frage ich sie halt so, ja, das ist ja voll cool, wo hast du das her? Ich will auch mein Spanisch verbessern. Und dann meinte sie in einem total, so ein bisschen eher abfälligen Ton, ja, ach, das hat er mir irgendwie zu Weihnachten geschenkt, aber ja, damit kann ich irgendwie gar nicht wirklich was anfangen. Ne? Und alleine dadurch, wie sie das gesagt hat, war mir halt sofort klar, was bei den beiden schief läuft. Ja, nämlich, wie kann es sein, dass sie von ihm Respekt und Liebe und Anziehung und Hingabe erwartet, wenn sie selbst über ihn nicht wirklich so respektvoll spricht. Ne? Und in ihrem Fall hat dann wirklich, ja, in ihrem Fall war es dann wirklich so einfach, ja, dass die hatte irgendwie so als Privatdetektivin halt irgendwie 2 Smartphones oder 2 Handys. Und ich habe mir dann erstmal vor Ort ihre ganzen, ich bin relativ gut drin, so Speedreading oder ich habe mal so Speedreading-Techniken gelernt und ich habe eine super schnelle Auffassungsgabe und kann super schnell so ganze Chatverläufe lesen und aufnehmen. Also wirklich innerhalb von 5 Minuten so den ganzen Chatverlauf durchlesen, analysieren und ich kann ja anschließend 2, 3 Stunden Analyse darüber halten, was genau, wann, wo, wie schiefgelaufen ist. Ne? Und bei ihr hat es tatsächlich ausgereicht, dem Kerl dann einfach, ich habe dann einfach ein Bild von dem Kartenspiel gemacht. Ja, habe das ausgepackt, habe ein Bild davon gemacht, habe ihm dieses Bild geschickt und habe ihm dann in ihrem Namen über ihren Account sowas geschrieben wie: Hey, mein Lieber, vielen, vielen Dank nochmal für das wundervolle Kartenspiel, was du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Ja, ich bin leider jetzt erst dazu gekommen, das mit einer Freundin zu spielen. Und siehe da, ich habe wirklich das Gefühl, dass sich mein Spanisch dadurch verbessert hat. Wie geht's dir? So eine Art. Und auf diese einfache Nachricht hin hat er zum ersten Mal überhaupt, und das hat er vorher nie gemacht, vorher war immer sie diejenige, die den Kontakt initiiert hat, aber auf diese Nachricht hin hat er zum ersten Mal von sich aus bei ihr angerufen, womit sie gar nicht gerechnet hat. Ich war irgendwie mit ihr am Strand spazieren. Ja, aber dann kommen wir zurück und dann sieht sie da 3 Anrufe in Abwesenheit oder so. Das hat sie natürlich mega gefreut und dann haben sie sich für ein Telefonat verabredet, haben dann super lange und ausführlich telefoniert und dann, ich glaube, so für 2 Tage, nachdem ich dann abgereist bin, verabredet. Ja, und da hat es dann wieder gefunkt, sie sind wieder zusammengekommen, haben sich dann zwischenzeitlich gemeinsam eine Finca gekauft, äh, sehr schönes Leben geführt und ja, ich hoffe doch, dass diese Frau mir bis heute immer noch super dankbar dafür ist. Ja, also, ja, auch da nur nochmal, dass gerade speziell eben Frauen, und das ist mir auch aufgefallen, dass Frauen, die halt so einen ganz, ganz extremen Fokus auf Karriere immer hatten, oder vielleicht auch bis heute immer noch haben, und oder die halt gelernt haben, dass es, wenn sie beruflich erfolgreich sein wollen, dass sie da halt ganz viel männliche Energie für brauchen, naja, und vielleicht auch ein bisschen Ellbogen hier und da ausfahren müssen, halt es verlernt haben, dass genau diese Eigenschaften, die ihr dabei geholfen haben, beruflich super erfolgreich zu werden, im Privatleben und in romantischen Beziehungen nicht ganz so viel bringen. Ja. Ja, coole Story, die zeigt einfach auch, wie dein Ansatz auch ist. Nicht einfach so, ich sag mal, diese Mhm. standardisierte, sondern
hättest du dir nicht ernsthaft so viel Zeit genommen und das auch genau, jetzt auch nicht die Fähigkeit, so schnell das Ganze zu analysieren, zu verstehen, die Strategie dahinter zu haben, wäre das wahrscheinlich niemals zustande gekommen. Hm. Also da musste sich wahrscheinlich extrem gefreut haben, dass das Ja. so, das war auf jeden Fall richtig. Wie schaffst du das, dass du diese Strategien mit der Art und Weise, wie du sie umsetzt, Richtung auch Spiritualität, Retreats, wie schaffst du es zu kombinieren? Also du kannst nicht jeden, zu jedem nach, ja, Mallorca fliegen oder so. Ja, das stimmt. Und also sagen wir mal so, ich meine, wenn es ums Thema Ex zurückgeht, brauchen die meisten halt Soforthilfe. Ne? Aber ganz, ganz viele Leute merken halt, wenn sie dann anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dann eben auch tatsächlich feststellen, hey, ja, das hat wirklich bestimmte Gründe gehabt, warum mein Partner oder meine Partnerin die Anziehung zu mir verloren hat. Ne? Sei es, dass man früher bestimmte Ziele hatte, die man komplett aus den Augen verloren hatte, oder ja, dass man früher vielleicht ganz anders war, dass man früher ganz viel Party gemacht hat und durch die Beziehung ja irgendwie nur noch zum Couch Potato geworden ist und nur noch zu Hause rumchillt, was ja auch in Ordnung ist. Ja, aber ganz, ganz oft gibt es halt einfach wirklich eine krasse Diskrepanz zwischen der Persona, in die der Partner oder die Partnerin sich verliebt hat und dann dem, wie es sich dann halt in der Beziehung entwickelt hat. Ne? Und diejenigen, die halt genau das festgestellt haben oder die genau das feststellen und die halt auch merken und wissen, dass es halt nicht nur akut darum geht, eine aktuelle Situation zu meistern, sondern dass es vielleicht dahinterstehend bestimmte generelle allgemeine toxische Muster gibt, sei es im Verhalten, sei es in der Kommunikation, sei es durch bestimmte Verletzungen in der Vergangenheit. Ja, das ist bei ganz, ganz vielen Leuten ein Thema. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich bin jetzt seit einem halben Jahr wieder in Deutschland, habe ja auch so ein bisschen getindert und so und mit Frauen geschrieben. Und ich muss wirklich echt sagen, also Frauen, die älter sind als 27, oder sagen wir mal so, Frauen im Alter zwischen 27 und 45 Jahren, da muss man als Mann wirklich aufpassen. Also das sind teilweise so heftige Minenfelder, was andere Männer da irgendwie hinterlassen haben an Verletzungen, an Traumata, sei es irgendwie teilweise auch im sexuellen Bereich oder ja, was Liebe, Aufmerksamkeit etc. pp. Angeht. Ich meine, Narzissmus ist ein großes Thema, was aus meiner Sicht ehrlich gesagt ziemlich krass überbewertet wird. Ja, also viel zu viele Leute sind da einfach viel zu heftige Küchenpsychologen und glauben, dass irgendwie jeder, der nicht gleich der eigenen Meinung ist und der nicht das macht, was man sagt, sondern vielleicht auch noch ein bisschen eine eigene Meinung hat und sein eigenes Leben im Prinzip lebt, gleich irgendwie der Mega-Narzisst ist. Ja? Nichtsdestotrotz, natürlich ist das ein Thema und natürlich in der heutigen Zeit kann man Leute schon durchaus gerade und speziell auf Instagram als Narzissten klassifizieren. Ja? Dennoch, ich möchte mir das nicht zu eigen machen. Und ich halte von der ganzen Thematik ehrlich gesagt nicht so viel, weil es halt eine Schuldumkehr ist. Ja, oder weil es letztendlich nichts anderes ist als, auf Englisch sagt man Guilt-Tripping. Bedeutet so viel wie, man schiebt halt die gesamte Schuld dafür, dass die Situation oder die Beziehung so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, oder so läuft, wie sie läuft, auf den anderen. Und das ist einfach. Das funktioniert. Deswegen gibt es bei Instagram auch garantiert eine ganz große Crowd, die hier irgendwelche Hate-Kommentare wahrscheinlich schreiben wird und sagen wird, was? Nein, natürlich ist mein Kerl ein Narzisst und natürlich ist es so, bla bla bla. Ja, aber gerade speziell denjenigen Leuten würde ich einfach mal sagen, hey, du siehst in deinem Partner, in deiner Partnerin immer deinen Spiegel. Und wenn du glaubst, er oder sie ist Narzisst, dann könnte es möglicherweise tendenziell ganz vielleicht sein, dass du selbst Narzisst bist. Ja, und dass dir selbst ein ganz kleines bisschen Empathie für deinen Partner oder für deine Partnerin fehlt. Ja, und das ist halt aus meiner Sicht wichtig zu erkennen. Und ja, ich meine, es gibt unterschiedliche, auf Englisch würde ich sagen, Awareness-Stufen oder Bewusstseinsstufen dessen darüber, wie bewusst sich Leute bereits über sich selbst sind.
Ne? Und es gibt ja durchaus Leute, die machen schon ganz, ganz viel, gehen auf Workshops, Seminare, dies, das, jenes, haben ganz oft irgendwie das Gefühl, dass sie vielleicht so ein bisschen vorankommen, aber nicht wirklich. Und was vielleicht auch manchmal daran liegt, dass bestimmte Themen dann einfach nicht gezielt genug angegangen werden, sondern einfach es nur breitflächig um Motivation, um Ziele setzen geht. Ja, so diese ganzen typischen Massenveranstaltungen, die in Deutschland oder Verkaufs- und Massenveranstaltungen und Pitchfests, die hier in Deutschland teilweise stattfinden. Ja. Wo ich ehrlich gesagt auch manchmal ein bisschen vorsichtig wäre. Also ich selbst hatte auch eine Phase vor so 13, 14, 15 Jahren, so zwischen 2009 oder 2009 und 2011 oder 12, wo ich regelmäßig fast jedes Wochenende auf irgendeinem Seminar oder irgendeiner Weiterbildung oder irgendeinem Workshop war. Ja, aber dann irgendwann gemerkt habe, hey, es ist eigentlich viel wichtiger, dass ich selbst mein eigener Guru werde. Ja, dass ich aufhöre, irgendwie anderen Gurus oder anderen Coaches irgendwie hinterherzulaufen, sondern anfange selbst für mich zu gucken, was für mich funktioniert und was meine Werte sind und was meine Mission für die Welt ist. Ne? Und ja, viel zu viele Leute, gerade speziell in dem Segment, laufen einfach total blind irgendwelchen tollen Instagram-Sprüchen hinterher. Ja, du hast mir, glaube ich, vorhin auch schon so eingangs irgendwie die Frage gestellt, ja, was wäre irgendwie so mein Motto oder mein krasses Zitat oder so, was ich den Leuten mitgeben will. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also mir fallen auf der einen Seite gleichzeitig 10.000 Zitate ein, gute Buchtitel zum Beispiel, Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie zum Beispiel, oder ähm, ja, diese ganzen Bücher zum Thema, das muss man wahrscheinlich zensieren, Fuck It von, Fuck It, das Coaching, wie heißt das mal? Petra Böck heißt die Frau, gute Bücher, ja. Mhm. Ähm, Nicht Fuck It, sondern, wie heißt es denn? So ein ganz krasser Titel. Ähm, Mindfuck, das war's. Mindfuck, das Coaching. Ja, gute Bücher. Ja. Sehr empfehlenswert. Oder ganz klassisch eben von Dale Carnegie, Sorge dich nicht lebe. Ja. Mhm. Also das ist eigentlich wirklich so mein Hauptcredo an die meisten Frauen. Ja, ein bisschen. Und das fällt aber ganz, ganz vielen Leuten schwer, speziell Leuten, und das ist eigentlich die Wurzelursache dafür, ja, ähm, Leute, die zu viel im Kopf sind und viel zu viel die ganze Zeit permanent analysieren. Ne? Woran liegt das? Ja, weil die Verbindung zum Herzen fehlt und zur Intuition. Und ich glaube, das war eigentlich auch so ein bisschen deine Frage, oder das, worauf deine Frage so ein bisschen abgezielt hat. Wo nehme ich das her? Oder wie komme ich jetzt dazu, so krass individuelle oder so krasse Lösungen teilweise irgendwie zu finden? Naja, ich habe einfach selbst gelernt oder musste halt wirklich selbst ziemlich krass lernen, mir selbst zu vertrauen. Ja, und meinem Wissens- und Erfahrungsschatz aus meinem eigenen Leben, aus dem, was ich gesehen habe, was bei mir funktioniert hat, aus meinen ganzen Beobachtungen, was ich gesehen habe, was bei Hunderten und Tausenden von anderen Leuten funktioniert hat, ähm, äh, das halt in mir zu haben und als Coach halt Zugang zu diesem Wissen in mir zu haben. Ne? Und dementsprechend dann sagen zu können, okay, wenn A die Situation ist, dann ist B die Lösung, ne, um C zu erreichen. Du hast selbst viel lernen müssen und dir dann irgendwann selbst vertrauen müssen. Was waren denn für dich persönlich, wenn du darüber erzählen kannst, so Themen in deinem Leben, Beziehungen, wo du selbst mal diese Herausforderung auch persönlich hattest? Weil dann Mm. merkt man nochmal, okay, es ist dann vielleicht auch nochmal, wenn man selber drinnen ist, vielleicht auch nochmal anders. Oder äh, was hast du für dich lernen können, was du dann auch anderen weitergeben konntest in manchen Situationen? Mm. Ja, ich komme halt selbst gerade aus einer rund dreijährigen Beziehung. Ja, und für mich selbst im Moment, oder für mich selbst ist die letzten 8, 9, 10 Monate eher das Thema gewesen, nicht, wie kann ich meine Ex zurückgewinnen, weil für mich war klar, okay, ich möchte diese Beziehung nicht mehr. Ne? Und es war ein ziemlich krasser Akt für mich, aus der Beziehung rauszukommen. Ne? Und es war aber auch eine Beziehung, die extrem emotional war, wo es halt ganz viele Auf und Abs gab. Ich habe die letzten 3 oder 4 Jahre seit Covid in Mexiko gelebt. Oder weitestgehend in Mexiko. Ja, auch viel gereist, nach Panama, nach Kolumbien, nach Venezuela.
nach Paraguay, nach Peru, ja, ganz viele Länder in Süd- und Mittelamerika gesehen. Und ich war die letzten 3,5 Jahre mit einer Latina zusammen, mit einer Mexikanerin. Ja, und ich kann dir sagen, da lernt man eine ganze Menge. Ja, da lernt man vor allen Dingen, Mann zu sein oder nochmal auf eine andere Art und Weise, als es vielleicht im Westen hier so ist, Mann zu sein und sich wirklich auch durchzusetzen und ein gutes Auftreten zu haben, ja, oder ein Auftreten zu entwickeln, das halt wirklich respektiert wird. Ja, weil wenn man da zu weich ist, dann tanzen einem Latinas ganz schön schnell auf der Nase rum. Mhm. Ne? Und ich hatte halt mit ihr wirklich mehrfach die Situation, dass die Beziehung wirklich so dermaßen auf der Kippe stand. Als Beispiel, ähm, wir waren in Panama im Kino, abends so um 10, 11 Uhr irgendwie rum, Abend, letzte Vorstellung. In dem Fall in dem Film Wakanda, dem zweiten Teil davon. Ja, und ich habe mich Wochen und Monate darauf gefreut, dass dieser Film endlich in die Kinos kommt. Ja. So, wir gehen ins Kino. Sie ist es überhaupt schon mit der falschen Einstellung angegangen. Ja, sie wollte nur mit mir ins Kino, weil sie dachte, mich macht das glücklich, nicht weil sie wirklich der Film interessiert. So, und dann war der Film zu Ende und bei Marvel-Filmen ist es ja immer so, es kommt der Abspann Ja, und dann kommt aber am Ende von dem Abspann nochmal so ein ganz, ganz heftiger, extrem wichtiger Cliffhanger. ja. Und das weiß man einfach, wenn man Marvel-Fan ist. Und ich bin Marvel-Fan. Ne? So, und dann hat der Abspann angefangen und dann steht sie auf und macht Anstalten, dass ich auch aufstehen soll, weil es war Mitternacht, aber sie müsste noch irgendwie ganz dringend auf jeden Fall irgendwas arbeiten, irgendwelche Instagram-Grafiken machen für eine Influencerin, für die sie damals gearbeitet hat. Ne? Und dann meine ich so in einem ganz ruhigen Ton zu ihr, nein, der Film ist noch nicht vorbei, also gib mir doch mal noch 2, 3 Minuten Zeit. Oder du kannst gerne schon mal vorgehen, aber ich möchte gerne noch sitzen bleiben. Ne? Gut, ich habe das vielleicht nicht ganz so ruhig gesagt, aber und dann hat sie halt angefangen, Drama zu machen und zu drängeln und zu sagen, steh jetzt bitte auf, ich bin müde, ich will gehen, bla bla bla. Und dann habe ich halt in einem lauteren Ton gesagt, shut the fuck up und lass mich jetzt den Film hier fertig schauen. Und allein dieses Shut the fuck up hat sie dann so hart getriggert, dass sie dann wirklich echt all ihre Sachen gepackt hat, rausgestürmt ist, komplett emotional war. Und ich bin dann erstmal cool geblieben, habe mir den Film zu Ende angeschaut und es kam wirklich noch eine mega wichtige Szene. Ich freue mich auch schon auf Teil 3. Und bin dann raus. Und dann war es nach Mitternacht und es war in so einer großen Shopping Mall in Panama City. Und dann war sie aber nirgendwo aufzufinden. Ne? Und sie ist auch an keinen Anruf rangegangen, hat alles abgeblockt. Ja, und es war ein großes Gelände und dann habe ich erstmal eine halbe Stunde das komplette Gelände abgesucht, sie nirgendwo gefunden. Habe über 1,5 Stunden permanent versucht, sie anzurufen, ging nicht, ist nicht rangegangen. Am Ende war es so, dass sie sich anscheinend irgendwo in einem Busch versteckt hat und davon ausgegangen ist, ich würde sie da in diesem Busch finden oder ich weiß auch nicht, was ihre Absicht dahinter war. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gedacht, okay, weißt, wenn du meine Anrufe nicht annehmen willst, du bist nicht aufzufinden, dann fahre ich jetzt halt allein zurück ins Hotel, habe das dann gemacht, komme im Hotelzimmer an. Eine Minute später kommt sie ebenfalls ins Hotelzimmer reingestürmt, packt all ihre Sachen zusammen und sagt, das war's jetzt, das war genug für mich, unsere Beziehung ist aus. Also komplett emotional. Und ich habe dann natürlich den klassischen Fehler gemacht und ja, versucht irgendwie, um sie zu kämpfen und ihr zu sagen, hey, das war doch gar nicht so gemeint, was ist denn los, warum bist du jetzt so, hör auf irgendwie so dumm zu sein und jetzt zu gehen, du hast kein Geld, alle Hotels sind zu, es regnet draußen, was machst du da? Aber sie war halt einfach nicht abzuhalten davon, ne? Und meint halt auch, weißt du, sie kommt aus Mexiko und sie hat dann schon irgendwie ihren Vater drum gebeten, ihr irgendwie das Geld zu schicken für ein Flugticket zurück nach Mexiko zu ihren Eltern. Und ich kann mir heute die Frage stellen und sagen, was wäre gewesen, wenn ich sie das einfach hätte machen lassen. Ne? Aber egal, was ich versucht habe zu tun, nichts hat funktioniert, bis auf dann eben wirklich der ganz klassische Ex-Rückweg. Ne? Ich habe ihr dann eine zur Situation passende Abschiedsnachricht geschrieben, bevor ich schlafen gegangen bin. Und auf keine Nachrichten hat sie vorher reagiert.
Aber auf diese Abschiedsnachricht, dann 6, 7 Stunden später, als sie wach geworden ist, darauf hat sie dann reagiert und dann haben wir halt gesagt, okay, dann lass uns doch nochmal irgendwie zum Mittagessen treffen. Und dann sind wir gemeinsam Mittagessen gegangen und haben dann da irgendwie so einen Kompromiss gefunden von wegen, ja, wenn ich mich ein bisschen mit wenn ich mich ein bisschen mit, auf Englisch sagt man, Anger Management beschäftige und meine krasse Wut in den Griff bekomme, ja, weil ich so laut in der Öffentlichkeit sie angeschrien habe und ihr gesagt habe, shut the fuck up und lass mich hier den Film fertig schauen, dass sie mir dann noch mal eine Chance geben würde. Ja, und ja, und solche Situationen gab es halt mehrfach. Ja, auch dann später, ein paar Monate danach, waren wir dann in Mexiko in Playa del Carmen. Super schöne Stadt. Ja, ich habe genau dort die letzten 3 Jahre gelebt. Schöner Strand, absolut touristisch. Ich liebe den ganzen Flair und den ganzen Vibe dort. Ähm, ja, aber auch da gab es halt Situationen, weißt du, ja, wo wir irgendwie Abendessen waren. Und hatte halt einfach einen stressigen Tag gehabt und meine Stimme ist halt einfach ein bisschen lauter. Und heute würde ich halt sagen, okay, weißt du, du weißt, wer ich bin, du weißt, wie ich bin. Und klar, ich kann dir entgegenkommen, aber entweder prinzipiell liebst du mich oder halt nicht. Und wenn du mich nicht wirklich liebst, zu 100%, oder wenn du mich nicht wirklich bedingungslos liebst, ich denke, das ist auch ein großes Thema bei vielen, oder überhaupt bedingungslose Liebe, seine Liebe nicht an irgendwelche zu krassen Konditionen zu knüpfen. Aber was Frauen sind halt so, die versuchen uns Männer immer wieder irgendwie so zu formen, wie sie glauben, dass sie uns so haben wollen. Ja. Und viel zu viele Männer, mich inklusive, ja, tun dann genau das ja, und versuchen es dann irgendwie ihr Recht zu machen. Wobei eigentlich genau das ist, was dann ganz oft dazu führt, ja, weißt du, du kannst dich aus dem Zebra ein Pferd machen. Ne? Oder du kannst dich aus dem Zebra einen Löwen machen. Ne? Oder du kannst dich aus dem Löwen ein Schaf machen. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Macht's denn irgendwie, wann macht es denn Sinn, um seine Beziehung noch zu kämpfen oder zu sagen, okay, das passt nicht mehr? Mm. Das ist eine wirklich gute Frage, ja, die man wirklich im individuellen Einzelfall entscheiden muss. Ja, also das kommt eigentlich auf so viele Faktoren an. Ja, also natürlich ganz klar, wenn Gewalt im Spiel ist, dann würde ich zu 100% davon abraten. Ja. Oder wenn es sonst wirklich ganz heftige negative Muster gibt. Und das war halt auch bei mir, das war halt auch bei mir der Fall, wenn die Beziehung nahezu komplett nur noch oder überhaupt fast nur transaktional ist. Ja, so eine Art von du als Mann zahlst, ja, und dann ist sie vielleicht für einen Tag oder vielleicht auch irgendwann nur noch für ein paar Stunden ganz nett. Und danach muss das nächste Geld fließen oder es muss shoppen gegangen werden oder was auch immer. Und ich meine, eigentlich sollte man denken, dass in unserer modernen Welt die meisten Männer doch schlau genug sind, solche Muster zu erkennen oder zu verstehen und ähm, ja, und auch manns genug sind, dass sich eine Frau erst gar nicht so verhält. Dennoch kann das halt passieren. Ja, und das kann den besten Männern, aber auch Frauen passieren. Ja, das umgekehrt auch ganz genauso. Ja, für Frauen ist halt so das Thema, dass ganz viele so das Gefühl haben, ja, nur wenn ich ihm irgendwie Sex gebe, dann ist er wieder für einen Tag nett oder für eine Stunde oder für zwei. Ja? Und ich meine, auch rein hormonell ist es natürlich so, dass du hast einen Orgasmus gehabt und als Mann und danach flacht die sexuelle Energie halt erstmal ein bisschen wieder ab. Ja, und da geht es in ganz vielen Fällen aus meiner Erfahrung nach darum, dass mehr Frauen verstehen, dass das halt einfach teilweise hormonell bedingt ist und nicht gleich irgendwas mit deinem Selbstwertgefühl zu tun haben muss oder du nicht deswegen gleich denken musst, dass du eine schlechte Frau bist, nur weil nach dem Sex und nachdem er halt zum Orgasmus gekommen ist, die sexuelle Energie eben abgeflacht ist. Ja, oder abflacht. Oder das halt ein Muster ist. Ja. Und also gerade, also das ist eher so das Thema bei Frauen, was ich sehe. Ja, dass ganz viele Frauen eben so das Gefühl haben, ja, nur wenn ich ihm Sex gebe oder vor allen Dingen dann, wenn ich mit ihm ins Bett gehe, dann ähm,
dann werde ich dafür belohnt oder dann kriege ich von ihm zumindest mal zeitweise das, was ich haben möchte. Und umgekehrt für uns Männer ist es, glaube ich, eher so teilweise Geld. Ja, dass ganz viele Männer so das Gefühl haben, teilweise auch nach mehr als 15 Jahren Ehe, also du glaubst nicht, wie viele Menschen in der Beziehung sind und verheiratet sind. Und ich weiß, dass Leute, die gerade nicht in der Beziehung sind, sich aber wünschen, in der Beziehung zu sein, ähm, äh, und vielleicht auch noch nie wirklich in einer richtigen Beziehung waren, und das so ihr größter Traum ist, in einer Beziehung zu sein und von jemandem geliebt zu werden, das so ihr größter Traum ist. Aber, boah, Mann, also es gibt so dermaßen viele Menschen, die in einer Beziehung sind oder die auch seit Jahren und Jahrzehnten verheiratet sind, die totunglücklich sind. Ja, wo die Beziehung und wo die Ehe nahezu tot ist. Wo man vielleicht irgendwie einmal in 2 Jahren gemeinsam ins Bett geht. Ne? Und was ist das für eine Beziehung? Was ist das für eine Ehe? Ne? Und ja, in ganz, ganz vielen Beziehungen einfach die Leidenschaft, das Feuer verloren gegangen ist. Und ich sehe es halt inzwischen so ein bisschen mehr als meine Aufgabe, genau dieses Feuer eben wieder zu wecken. Ja, und das fängt halt damit an, dass man im positiven Sinne, weiß man muss ja nicht gleich irgendwie 10 Jahre Psychotherapie machen und seine ganze Kindheit und Jugend aufarbeiten. Man kann vielleicht auch einfach mal damit anfangen, sich Gedanken darüber zu machen, hey, was waren eigentlich früher, ja, so meine größten Wünsche und Ziele, die ich vielleicht irgendwie vergessen habe? Ja, und was schlummert da eigentlich noch in mir? Oder was sind so die Dinge, die ich mir die ganze Zeit eigentlich vornehme zu tun oder über die ich schon seit Ewigkeiten nachdenke? Ne? Und bei denen mich aber meine aktuelle Beziehung und oder mein Partner, meine Partnerin und oder letztendlich meistens eigentlich man selbst, ja, man sich eben davon hat abhalten lassen, genau diese Dinge eben zu verwirklichen. Ja? Und unter anderem das ist es eben, was so das Thema meiner anstehenden Retreats ist, die ich organisiere, da jetzt Ende September in Ägypten, ja, in Zukunft aber stecke noch in Kinderschuhen in Bali, in Costa Rica, naja, in Peru. Ich war jetzt selbst vor einem halben Jahr auf einem ziemlich krassen Retreat in Peru. Ähm, Nochmal ein anderes Thema, können wir vielleicht irgendwie später nochmal tiefer reingehen, aber ja, das ist, wer ich bin, was mich ausmacht, was meine Geschichte ist und was ich der Welt zu geben habe. Ein Teil davon. Ja, super. Also man merkt, du hast extrem viel Erfahrung, auch persönlich machen müssen. Bei den ganzen Coaching-Teilnehmern hast du auch viele Möglichkeiten, das, ich sag mal, remote zu lösen, aber man merkt auch, es macht unglaublich viel Mm, Sinn, da mal über ein paar Tage hinweg eng mit dir zusammenzuarbeiten, mm, weil ganz oft sind die Wünsche, die die Leute haben, dass sie von ihren Partnern geliebt werden, dass sie überhaupt einen mm. Partner haben, der sie liebt, tiefer und müssen erstmal irgendwo gefunden werden von dir. Ja. Ja, und ich würde inzwischen auch sagen, dass es halt bestimmte Themen gibt, die ich weder online noch am Telefon überhaupt virtuell lösen oder angehen würde. Ja, wenn es irgendwie wirklich um die Lösung von krassen Blockaden geht oder ja, einfach Themen da sind oder vorhanden sind, wo es halt eventuell ganz heftige oder ganz krasse sogenannte emotionale Abreaktionen geben könnte, ist es halt besser, einfach jemanden vor Ort zu haben und dabei zu sein. Ja, oder auch mal jemanden zu haben, den man einfach in den Arm nehmen kann und mit dem man, oder ja, oder einfach auf einem Retreat auch Dinge zu machen, die man einfach in einem reinen Online-Coaching und diesen ganzen Zoom-Gruppen, Zoom-Calls, wo man froh sein kann, wenn man irgendwie als Teilnehmer oder Teilnehmerin vielleicht mal 5 bis 10 Minuten Zeit hat, um einfach so ein bisschen erzählen zu können, ja, das war die Woche los und was kann ich tun, bla bla. Ähm, ich bin speziell, seitdem die ganzen Maßnahmen, sage ich jetzt mal, die es weltweit gab, wieder, wie heißt es auf Deutsch, gelüftet? Äh, ja. Auf Englisch, was meinst du? Seitdem die ganzen Maßnahmen, die hier was Reisen angeht und Achso, was achso, wieder so besser geworden sind einfach. genau besser Ja. geworden sind, ich glaube, speziell durch die ganze Zeit oder speziell durch das, was in den letzten fast 5 Jahren jetzt inzwischen so auf diesem Planeten passiert ist, dass es viel, viel wichtiger ist, Themen, die wirklich eine gewisse Prägnanz haben und die wichtig sind, dass man die eben wirklich persönlich angeht. Und zwar wirklich im Zwischenmenschlichen und nicht nur irgendwie über eine Webcam und Kamera und Zoom-Calls und Telefonate und ein bisschen WhatsApp-Kontakt und das war's.
Wenn man jetzt dennoch akut ein Thema hat, wo man dann Hilfe braucht, wo du auch mal den Chat analysieren kannst, mal schnell, ich sag mal, eine gewisse Nachricht analysieren kannst oder auch vielleicht bei dieser Abschiedsnachricht helfen kannst oder der Vorbereitung des Zs. Ja, wie kann man da am besten deine Hilfe bekommen? Wie kann man vielleicht auf dich zukommen, dir schreiben? Gibt es da eine Möglichkeit? Ja, am besten einfach bei Instagram schreiben, ne? Instagram DM oder ich habe eine WhatsApp-Nummer, ne? Wobei diese WhatsApp-Nummer, die kann sich vielleicht ändern, aber die aktuelle, die findet man garantiert hier irgendwo unterm Video, ne? Da vielleicht einfach mal kurz schreiben. Per E-Mail geht auch für diejenigen Leute, die halt eher lieber den klassischen Weg gehen. Man findet im Impressum mit Sicherheit auch meine Adresse und kann mir Post schreiben, wobei ich jetzt nicht so der große Brieffreund bin. Aber so am schnellsten natürlich WhatsApp. Ja, WhatsApp oder Instagram, einfach Nachricht schreiben, hey, das ist los. Und ja, oder auf meine Webseite gehen und da einfach straight einen Termin reinbuchen in den Kalender, wenn welche frei sind. Ja. Genau, weil, also ich sag halt ganz ehrlich, also mein Plan für die Zukunft, und ich weiß, war glaube ich auch eine der Fragen im Vorgespräch, ähm, ich sag dir ganz ehrlich, weißt du, ich habe im Moment einfach mehr Spaß dran, richtig geile Retreats zu organisieren, was halt viel organisatorischer Aufwand ist und viel Reisen beinhaltet, aber auf der anderen Seite halt super viel Spaß bringt. Und da habe ich einfach nicht mehr die Zeit, was ich will auch mein Leben leben. Ja. Ja, und nicht mehr irgendwie, das ist so der größte Fehler, den die meisten Coaches meiner Erfahrung nach machen. Ja, was die meisten wollen, einfach Coaching-Business aufbauen und dann irgendwie krass skalieren, mega Millionen machen und am besten irgendwie die Arbeit selbst gar nicht mehr machen müssen, sondern 5 Assistenten haben und sich selbst komplett rausziehen. Weißt du, ich baue mir mein Business lieber so auf, dass ich Spaß dran habe. Ja, dass ich mich so auf 5 bis maximal 10 Leute persönlich fokussiere gleichzeitig. Ja. Also wirklich 1, 2 Hände voll maximal und ja, und halt mehr Fokus drauf haben kann, entweder neue Kurse zu entwickeln oder dann auch einfach teilweise Leuten wieder mehr sagen kann, hey, du hast Problem X, hier ist der Videokurs, schau dir den an, da Ja. findest du in Modul 3.5 an der Stelle genau die Antwort auf deine Frage, die du mir gerade gestellt hast. Ja, hör auf mich zu nerven. Perfekt. So eine Art. Ja. Ja, also ich will nicht sagen, also sagen wir mal so, ich habe Spaß an Coaching, ne? Aber heutzutage halt eher viel gezielter, viel individueller und mit viel mehr Fokus auf die einzelne Person und ja, und dann halt eben Retreats machen, Workshops in anderen Ländern, ja, und eben das Schöne mit dem Tollen verbinden. Ja, ich reise extrem gern, ich reise seit 11 Jahren um die Welt, ich habe viel gesehen und ja, zeige gerne mehr anderen Menschen, Ja. wie schön dieser Planet ist, ja, und wie schön auch andere Kulturen sind und was man wirklich für krasse Sachen an anderen Orten lernen kann. Ne? Ja. Also für diejenigen, die jetzt nichts Akutes haben, aber merken, okay, ich möchte gerne da an mir arbeiten, um meine Beziehungen und meine zukünftige Beziehung zu stärken, um selber wieder auch an mir zu arbeiten und an so einem, wo du jetzt dann ja, darauf fokussierst dich mit den Retreats. Da würde ich vorschlagen, wir machen jetzt noch dafür ein Video, dass die Leute sich das anschauen können, um herauszufinden, hey, wie läuft so ein Retreat? Man kann sich ja grob vorstellen, was für Stories sich dann dadurch entstehen. Du hast ja auch ein paar erzählt, wie es ist, wenn du eng mit den Leuten zusammenarbeitest, persönlich. Wer das gerne herausfinden möchte, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, das andere Video anschauen. Und wer noch irgendwelche Fragen hatte, die ich heute vergessen hatte, den Jonas zu stellen bezüglich Liebeskummer, Erstnachricht, was auch immer, gerne in die Kommentare. Ihr findet viele Informationen in der Beschreibung. Jonas, ich danke dir für deine Zeit Ja, und wir sehen uns gerne. beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Bis dann.